Deutsch lernen durch Hören. Feuer des Geheimnisses. In der Stadt breitet sich Angst und Schrecken aus. Ein mysteriöser Serienbrandstifter setzt scheinbar willkürlich Gebäude in Brand. Max, ein erfahrener Ermittler, wird mit diesem beunruhigenden Fall betraut. Er weiß, dass er den Täter schnell stoppen muss, bevor weitere unschuldige Menschenleben gefährdet werden. Max' Team beginnt mit den Ermittlungen und untersucht die Brandorte gründlich. Es scheint jedoch keine eindeutigen Beweise dafür zu geben, wer der Täter ist. Die Bevölkerung ist in Aufruhr und die Angst vor einem weiteren Anschlag liegt in der Luft. Max ist ratlos. Er glaubt nicht, dass jemand aus purer Langeweile diese Brände verursacht. Es muss einen Grund geben. Er durchsucht alle Unterlagen, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Er sammelt Berichte zu allen Bränden, die es in der Stadt gegeben hat. Bei seinen Nachforschungen stößt er auf eine alte Zeitung, die von einem verheerenden Brand in einem Waisenhaus berichtet. Dieser hat vor vielen Jahren stattgefunden. Dabei starben viele Kinder und die Ursache des Brandes wurde nie aufgeklärt. Es ist ein trauriges Geheimnis aus der Vergangenheit, das bis heute ungelöst blieb. Max spürt, dass es eine Verbindung zwischen dem damaligen Brand und den aktuellen Brandanschlägen geben könnte. Er beginnt, die Überlebenden des ehemaligen Waisenhauses zu überprüfen. Viele von ihnen leben nicht mehr hier oder können beweisen, dass sie zur Tatzeit nicht in der Stadt waren. Doch ein junger Mann hat kein Alibi. Er war ebenfalls ein Bewohner des Waisenhauses und hat bei dem Brand seine besten Freunde verloren. Max beschattet den jungen Mann und beobachtet ihn dabei, wie er Benzin und Zündmaterial kauft. Max ist sich sicher, der Junge aus dem Waisenhaus ist der Serienbrandstifter. Nun steht Max vor einer schweren Entscheidung. Er weiß, dass er den Mann festnehmen muss, um weitere Leben zu schützen. Gleichzeitig sieht er aber auch das gebrochene und verzweifelte Herz des Täters. Max verfolgt den Mann und stellt ihn, als er den nächsten Brand legen will. Er spricht mit ihm über seine Vergangenheit, sein Leid und seine Wut. Der Mann gibt zu, dass er das Trauma des schrecklichen Ereignisses nie überwunden hat und sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlt. Max zeigt Verständnis für seine Gefühle, verurteilt aber gleichzeitig seine Taten. Der Brandstifter wird festgenommen und vor Gericht gestellt. Während des Prozesses enthüllt er den Grund für die Brandanschläge, erzählt von dem Verlust seiner Freunde und zeigt Reue für seine Taten. Die Bewohner der Stadt sehen den Täter nun nicht nur als Kriminellen, sondern auch als Opfer eines tragischen Ereignisses. Die Stadt beginnt, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen in schwierigen Situationen besser zu unterstützen. So sollen ähnliche Tragödien in Zukunft verhindert werden. Max hat den Brandstifter gefasst und die Stadt kann langsam zur Normalität zurückkehren. Der Polizist weiß, dass seine Arbeit als Ermittler nie enden wird. Aber er hofft, dass er durch seine Entschlossenheit und Empathie das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen kann. Die Erinnerung an die traurigen Geheimnisse aus der Vergangenheit wird in den Herzen der Menschen weiterleben. Doch vielleicht
wird sich die Stadt mit der Zeit zu einem Ort der Hoffnung und des Miteinanders entwickeln.